Ja, hallo und herzlich willkommen, alle, die heute hier sind und noch hier bleiben. Schön, dass es doch einige sind. Es ist sozusagen der erste Vortrag heute, ein bisschen mehr ins Licht. Der erste Vortrag heute unserer diesjährigen Woche der Begegnung. Und wer es ein bisschen mitverfolgt hat, das letzte halbe Jahr hat es am Sonntag um 6 Uhr immer einen kleinen Vortrag gegeben über ein Buch von Keith Nestor. Und Keith ist ein ehemaliger amerikanischer Pastor, der eben zum katholischen Glauben konvertiert ist. Und jetzt haben wir uns einfach gedacht, wir lassen ihn mal einfliegen aus Amerika. Und seit letzten Mittwoch sind sie eben hier, Keith und seine Frau Estelle. Und er wird jetzt eben einfach sein Zeugnis geben, ungefähr Stunde, wie er eben vom freikirchlichen Pastor eben zum katholischen Glauben konvertiert ist und was ihn auch dazu bewegt hat. Und anschließend machen wir es so vielleicht noch kurz, dass es gibt jetzt keine Fragen und Antworten anschließend, sondern dass man uns danach einfach draußen auf dem Kirchplatz trifft und dann kann man ihn und Estelle eben einfach persönlich auch so Fragen stellen. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Also bitte Estelle und Keith und die Simone Bianco wird uns heute übersetzen. Das wird dann ganz, ganz gut. There we go. Thank you, Nico. Danke, Nico. Hello. Hallo. It's so good to be with all of you. So gut, dass wir hier sein dürfen mit euch. This is my wife, Estelle. Meine Frau Estelle. She will not stay up here with me. Sie wird nicht die ganze Zeit bei mir hier bleiben. She's way too shy for that. Sie ist zu schüchtern. It is an honor for me to be here with all of you. Es ist mir eine große Ehre für euch und mit euch hier zu sein. One of my favorite things about being Catholic Eine meiner Lieblingsdinge, dass ich katholisch bin, is getting to travel to new places and worship with people. dass ich reisen darf und neue Menschen und Orte treffen kann, mit denen ich dann Lobpreisen darf. From all over the world that I've never seen before. Orte, in denen ich noch nie war, überall auf der Welt. When we came to Mass here the other night, everything was in German. Als wir vor ein paar Tagen am Abend bei der Heiligen Messe waren, war alles in Deutsch. I don't speak any German. Und ich spreche kein Deutsch. But we knew exactly what was happening here. Aber wir wussten ganz genau, was passierte. We knew that Jesus Christ is present. Wir wussten, dass Jesus Christus anwesend ist. We know that the angels and saints are joining with us. Und dass die Engel und die Heiligen uns ebenfalls anwesend waren. And we get a glimpse of what heaven is going to be like. Und es ist ein Einblick, wie der Himmel einmal für uns sein wird. The Bible tells us that people will come from every tribe and nation to worship the King in heaven. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen von allen Nationen und Völkern kommen werden, um Jesus anzubeten. And I want to talk to you tonight about the treasure that is the Catholic faith and how I came to find it. Und heute Abend möchte ich euch erzählen, wie ich diesen Schatz gefunden habe, den Schatz des katholischen Glaubens. In Matthew 13, verse 44, In Matthäus 13,44 Jesus says, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. erzählt uns Jesus, dass das Königreich ist wie ein Schatz, der in einem Acker vergraben ist, Which a man found and covered, then in his joy goes and sells all he has and buys the field. Und als der Mann den Schatz gefunden hat, hat er ihn wieder versteckt und ging heim, um alles zu verkaufen, um diesen einen Acker wieder zu kaufen. Tonight I want to talk to you about when I found that treasure. Und ich erzähle euch heute Abend, wie es für mich war, als ich diesen Schatz gefunden hatte. But this isn't just about my conversion. Es ist aber nicht nur über meine eigene Bekehrung. We are all converts. Wir hatten alle eine Bekehrung. The question is, where are we converting from? Die Frage ist, von wo haben wir uns bekehrt? Some people convert from Protestantism, like me.
Manche Bekehrungen sind von der protestantischen Kirche zum katholischen, so wie ich. Other people don't believe in Jesus at all, and then they become Christians. Manche glauben gar nicht an Jesus und bekehren sich dann und werden Christen. And still others convert from nominal Catholicism. Und andere wiederum bekehren sich im Katholischen zum Katholischen. I call that medium Catholics. Ich nenne sie die lauen Do Christen. they know what that means here? Okay. Lukewarm. Lauwarm. I'm Catholic, but I don't know anything about it. Ich bin zwar katholisch, aber ich weiß nicht wirklich irgendwas über meinen Glauben. Sure, I'm Catholic, but I don't really care. Ich bin katholisch, aber eigentlich ist es mir egal. I just do what I'm supposed to do most of the time. Ich tue halt, was man so tun soll, meistens. And I believe if I'm good enough, maybe I'll get to heaven someday. Und ich glaube, wenn ich gut genug bin, dann werde ich es vielleicht auch einmal in den Himmel schaffen. If that's where you're coming from, tonight is your night for conversion. Und wenn das der Ausgangspunkt ist, von dem ihr kommt, dann ist heute die Zeit, dass ihr euch bekehrt, heute Abend. But understand this, my friends. Aber versteht dieses, meine Freunde. In order to get that treasure, you have to sell everything you have to buy the field. Aber um diesen Schatz bekommen zu können, müsst ihr alles verkaufen, was ihr besitzt. And once you do, then you have to dig in order to get to it. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dann müsst ihr graben. It's hard work. Es ist viele harte Arbeit. It will cost you everything. Und es wird euch alles kosten. But the man does so with joy because he knows how amazing the treasure is. Aber der Mann in diesem Gleichnis von Jesus macht all das mit Freude, weil er weiß, wie wertvoll der Schatz ist. It cost me a lot to become Catholic, Es hat mich sehr viel gekostet, katholisch zu werden. and I've never once looked back. Aber ich habe es nie bereut. I am a son of a Protestant pastor. Ich bin ein Sohn eines protestantischen Pastors. So I grew up going to church just like many of you. Ich bin aufgewachsen und ging regelmäßig in die Kirche. I always loved Jesus, Ich habe Jesus immer geliebt. but I had my own plans for my life when I was young. Aber ich hatte meine eigenen Pläne, als ich jung war. I wanted to play rock and roll music in a band and be a big rock star. Und ich wollte ein Rockstar werden und Rock'n'Roll-Musik spielen, wenn ich älter bin. So when I was 19 years old, I dropped out of college Als ich 19 war, ging ich aus dem College and I moved halfway across the country to Philadelphia, Pennsylvania. und dann bin ich über die halben Staaten nach Philadelphia, Pennsylvania gezogen. My parents were so proud of me. Meine Eltern waren sehr stolz auf mich. Not really. Nicht wirklich. While I was there playing in this band, Als ich dort war und in der Band gespielt habe, I began to feel this longing in my heart to connect to my faith in God that I had kind of forgotten about. spürte ich doch, dass ich mich wieder zu meinem Glauben bekehren wollte, um wieder neu diese Verbindung zu Gott spüren wollte. So I started trying to find a church. Also habe ich versucht, Kirchen zu finden. I would go to 2 or 3 churches sometimes on a Sunday morning by myself, just searching. Also ging ich manchmal an einem Sonntagmorgen in 2 oder 3 verschiedene Kirchen, nur ich für mich, um herauszufinden, wo ich hingehöre. I tried evangelical churches, Ich habe die evangelischen Kirchen probiert, Methodist churches, die Methodisten, because my father was Methodist, weil mein Vater auch ein methodistischer Pastor war, Baptist churches. die Baptisten, Never, ever, ever a Catholic church. aber nie, gar nie habe ich eine katholische Kirche besucht. I didn't know much about Catholics back then. Ich habe nicht viel über die katholischen Kirche und die Menschen gewusst. Other than this, they were the biggest partiers in my high school. Sorry, they were the biggest what? They were the biggest partiers in my high school.
Nur, dass sie die größten Partyhelden waren in seiner Hauptschule, in seiner Highschool. They didn't know anything about the Bible, Sie wussten nichts über die Bibel. so I never thought that's where I would belong. Deshalb dachte ich mir, da gehöre ich sicher nicht hin. I found my way into a large Bible teaching church while I was there. Und ich fand schlussendlich eine Kirche, die sehr über die Bibel lehrte. And I became so excited about my faith once again. Und ich wurde richtig entzündet in meinem Glauben. One night during a worship service, Eines Abends während des Lobpreises the pastor asked a question that really stuck with me. fragte der Pastor eine Frage, die mich sehr berührte. He said, "What's the most important thing in your life, even more important than Jesus?" Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben, sogar wichtiger als Jesus? And I knew the answer in my own life. Und ich suchte die Antwort in meinem eigenen Leben. It was my dream to play drums in a band. Es war mein Traum, Schlagzeuger in einer Band zu sein. That night I prayed a prayer. An diesem Abend betete ich ein Gebet. I said, "God, if you want me to do something different with my life, I will." Gott, wenn du willst, dass ich etwas anderes in meinem Leben mache, dann werde ich das tun. But you've got to make a way. Aber du musst mir den Weg bereiten. 2 days later, 2 Tage später I got a phone call from a Methodist pastor that I knew since I was a little boy. bekam ich einen Anruf von meinem methodistischen Pastor, mit dem ich aufgewachsen bin. He wanted me to come to his church in Iowa, where I'm from, Er wollte, dass ich nach Iowa zurückkomme, dort wo ich herkam, und dass ich für ihn arbeite, to work with his students to be a youth pastor. um in der Jugendarbeit tätig zu sein. I was not cut out for this. Ich war nicht wirklich für das vorbereitet. I was terrified. Ich war sehr verängstigt, But I remembered the prayer I made to God. aber ich erinnerte mich an das Gebet, das ich zu Gott gesprochen hatte. So I had to go. Also musste ich gehen. But I had a plan. Aber ich hatte immer noch meinen eigenen Plan. When I would be interviewed by the church people for the job, Bei dem Jobinterview I would sabotage it. würde ich es so lenken, wie ich es wollte. So they asked me questions like, "Keith, why do you want to be our youth pastor?" Sie würden mich fragen, Keith, warum willst du unsere Jugendarbeit übernehmen? I said, "I really don't." Ich will eigentlich nicht. Keith, what experience do you have? What qualifications do you have for this job? So, Keith, was sind deine Erfahrungen und wie kannst du dich auszeichnen für diese Arbeit? I said, "Absolutely none." Gar keine. When I left that job interview, I thought for sure I was in the clear. Und als ich von dem Interview ging, dachte ich mir, alles klar, den Job kriege ich sicher nicht. The next day, they offered me the job. Am nächsten Tag bekam ich den Job. These people were crazy. Und die Menschen waren wohl etwas verrückt. So I had to go back to Philadelphia to tell the band that I was leaving. Also musste ich zurück nach Philadelphia und meiner Band sagen, dass ich sie verlassen werde. That was very hard. Das war sehr schwer, I loved this band. denn ich liebte die Band. But even harder than leaving the band Aber noch schwerer für mich, als die Band zu verlassen, was leaving this young girl that I had met out there as well. war, dass ich dieses junge Mädchen dort zurücklassen musste, die ich eigentlich erst vor kurzem getroffen hatte. Her name was Estelle. Ihr Name war Estelle. When I met Estelle, Als ich Estelle getroffen hatte, I asked her if she was a Christian and went to church. da fragte ich sie, ob sie Christin ist und ob sie in die Kirche geht. Because I only wanted to date a Christian. Ich wollte nur eine Christin und mit einer Christin zusammen sein. Do you know what she said to me? Wisst ihr, was sie sagte? "I'm Catholic. Does that count?" Ich bin katholisch, zählt das?
I said, nope. Nein, Come to church with me, I said. komm mit mir zur Kirche. So I brought her to my church, Also habe ich sie zu meiner Kirche gebracht and she loved it. und sie liebte es. You see, even though she grew up Catholic, Obwohl sie katholisch erzogen wurde, her parents never took her to Mass. haben ihre Eltern sie nie in die heilige Messe gebracht. She didn't know anything about the faith, Sie wusste nichts über ihren Glauben, even though she'd been in Catholic school for 12 years. obwohl sie 12 Jahre lang in katholische Schulen ging. I knew a lot of Catholics just like her, Und ich kannte ganz viele Katholiken genau wie sie. and they were easy to convert to Protestantism. Und es war immer einfach, sie zu bekehren, dass sie protestantisch wurden. After the first night of the church, she looked at me and said, "Thank you for bringing me here." Nach dem ersten Abend, als ich sie mit mir brachte zu unserer Kirche, dankte sie mir. What should I do about my Catholic faith? She asked me. Was soll ich jetzt mit meinem katholischen Glauben machen? I said, forget about it. Vergiss ihn einfach. You're coming with me. Jetzt kommst du mit mir mit. So I went to Iowa and she came shortly after. Also ging ich nach Iowa und kurz darauf kam sie auch nach Iowa mit. And we got married. Und wir haben geheiratet. And we started our ministry. Und wir haben unsere Arbeit begonnen in der Kirche. We had about 12 students at the time. Damals hatten wir 12 Jugendliche. And in the course of the next 2 or 3 years, that little group of 12 grew to about 300. Und in den nächsten 2-3 Jahren waren es schlussendlich 200 bis 300 Jugendliche. It was changing our city, what was happening in our church. Unsere Stadt veränderte sich dadurch, was in unserer Kirche passierte. People were coming to know Jesus. They were on fire for the Lord. Die Menschen lernten Jesus kennen und sie waren richtig entzündet für Jesus. And most of them were ex-Catholics. Und die meisten waren ursprünglich katholisch. I needed to find someone to do some design work for my youth group. Und dann brauchte ich jemanden, der mir hilft, ein Logo für meine Jugendgruppe zu entwickeln. So I looked in the phone book. Do they have phone books over here? Okay. Not anymore. Not anymore. We don't have them anymore either, but Also habe ich im Telefonbuch nachgeschaut, das es damals noch gab. and I found a designer named Devin Schott. Und ich habe einen Designer gefunden, Devin Schott. You might have known Devin. Ihr kennt Devin vermutlich. I called him on the phone and we began to talk about what I needed. Und ich habe ihn angerufen und am Telefon haben wir besprochen, was ich brauche. And he sounded pretty excited about what was happening. Und er klang sehr aufgeregt und erfreut, was hier passiert. So he invited me to come over to his house to see some of the ideas that he'd come up with. Dann hat er mich eingeladen, zu ihm nach Hause zu kommen, um mit mir diese Ideen, die er hatte, zu besprechen. That night, it was my wedding anniversary. Das war der Abend unseres Hochzeitstages. I told Estelle, I'll be back in about 20 minutes. Ich habe Estelle gesagt, ich werde ungefähr 20 Minuten brauchen und komme wieder. I drove across the town to where Devin lived. Dann bin ich quer durch die Stadt gefahren zum Haus, wo Devin wohnt. And when I walked up to his front steps, I noticed he had statues on the steps. Und als ich vor seinem Haus die Stufen emporstieg, sah ich, dass er Statuen hatte. One that looked like this one over here. Eines schaute so aus wie die weiße Statue da hinten. I knew that was the Virgin Mary. Und ich wusste, das war die Jungfrau Maria. One like this one over here. Eins schaute aus wie das links drüben, rechts von euch. I figured that was St. Joseph. Da dachte ich mir, das muss wohl der heilige Josef sein. And then there was another guy with a parakeet on his shoulder. Und da war noch einer und der hatte sowas wie einen Papagei auf der Schulter. St. Francis of Assisi. Der heilige Franziskus. I was in seminary at the time. I was pretty smart. Ich war mal im Seminar und ich bin ziemlich klug. So when Devin answered the door, I immediately liked him because he's just a little bit shorter than I am. Und als Devin die Tür aufmachte, da war er mir gleich sympathisch, weil er ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner als ich. And that doesn't happen to me very often. Und das passiert nicht oft in meinem Leben.
When I went into his house, I would describe it as Weil als ich in sein Haus reinging, möchte ich es beschreiben als slightly less Catholic looking than the Sistine Chapel. etwas weniger katholisch ausschauend als die Sixtinische Kapelle. He had statues and icons and water by the door, all of these things. Er hatte Statuen und Ikonen und das Wasser bei der Tür, alles, was man sich so vorstellt. I felt like I was in a museum. Ich kam mir vor wie im Museum. We sat down at his table and he showed me some of his work. Wir haben uns hingesetzt gemeinsam und er hat mir seine Arbeit vorgestellt. And I was blown away. He's really talented. Und ich war sehr begeistert, er ist sehr talentiert. I had two thoughts in my head right then. Da hatte ich zwei Gedanken. Number one, Erstens, this guy is talented, don't make him mad. der ist sehr talentiert, schaut nicht, dass er wütend wird. Number two, I can convert him to be a Protestant and have him work in my youth ministry. Ich kann ihn sicher bekehren und schauen, dass er dann auch für mich und meine Jugendarbeit tätig wird. So I asked him a very important question that I love to ask Catholics especially. Und dann habe ich ihm eine wichtige Frage gestellt, die ich vor allem sehr gerne den Katholiken stelle. Are you saved? Bist du errettet? Do you know Jesus? Kennst du Jesus? Do you have a personal relationship with God? Hast du eine persönliche Beziehung mit Gott? Is he your Lord and Savior? Ist er dein Retter und dein Erlöser? Most of the time when I ask that question, Catholics kind of look at me like this. Meistens, wenn ich die Frage an Katholiken stelle, schauen sie mich so an. Sehr Devin just entsetzt. laughed. Devin lachte mich aus. And he began to explain how God saved him. Und dann hat Devin mir erklärt, wie Gott ihn errettet hat. He began to share with me about his conversion to Jesus. Und er hat mir seine Bekehrungsgeschichte zu Jesus erzählt. And I was getting excited. Oh, dann war ich wirklich erfreut. This was going to be easy. Das wird sicher noch leicht werden, dachte ich mir. Because all I had to do was show him a couple verses in the Bible, and then he would stop being Catholic. Denn, da habe ich mir gedacht, ich zeige ihm nur ein paar Bibelverse und dann wird er erkennen, warum er nicht katholisch sein sollte. There was one problem with my plan. Da gab es nur ein Problem mit meinem Plan. Devin knew the Bible better than I did. Devin kannte die Bibel noch besser als ich. And for every question I asked him, he asked me another question. Und für jede Frage, die ich ihm stellte, stellte er mir eine Gegenfrage. I'd never been talked to like that before by a Catholic. So hatte noch nie ein Katholik mit mir gesprochen. He began to ask me questions about the Eucharist, Er stellte mir Fragen über die Eucharistie, about the authority of the church, über die Autorität der Kirche, about how I knew what the truth was. ob ich wirklich wusste, was die Wahrheit ist. And we had an amazing conversation. Und es war ein sehr beeindruckendes Gespräch. And then his wife, Kim, Und dann hat seine Frau Kim, she said, hey, it's Keith's anniversary. He needs to go home. He's been here for 2 hours. hey, es ist Keiths Hochzeitstag, er muss heimgehen, er ist schon seit 2 Stunden hier. I couldn't believe it. I was in trouble. Oh, er konnte es kaum fassen, jetzt hatte er wirklich Probleme. He said, before you leave, I have something for you. Aber er wollte mir noch etwas mitgeben, bevor ich ging. And he handed me a VHS tape. Und er gab mir eine VHS-Kassette. On the cover was a guy that looked like my dad shaking hands with Pope John Paul II. Und auf dem Cover von dem Video war ein Mann, der wie mein Vater ausschaute und die Hand des Papstes schüttelte. The Scott Hahn conversion story. Die Scott Hahn Bekehrungsgeschichte. He said, take this. Nimm das mit. This guy was like you, only worse, and he became a Catholic. Der war ungefähr so wie du, nur noch schlimmer und er wurde katholisch. So I went home, Also ging ich heim. and Estelle wondered if I stopped at the movie store for our anniversary. Und Estelle hat sich gewundert, ob ich noch ein Video für uns ausgeliehen habe für den Abend, für den Hochzeitstag. Not quite. Nicht wirklich.
That conversation was very important in my life, as you can imagine. Dieses Gespräch war sehr wichtig in meinem Leben, wie ihr euch vorstellen könnt. Because for the first time, I found someone who knew the Catholic faith. Weil zum ersten Mal habe ich jemanden getroffen, der sich auskannte mit der katholischen Kirche. Who could explain it and defend it. Der es erklären konnte und es verteidigen konnte. Who could turn the tables on me. Der das ganze Gespräch umkehren konnte. So Devin and I would get together frequently and have these arguments. Also haben Devin und ich uns regelmäßig getroffen und hatten diese Diskussionen gemeinsam. We were both young Wir waren beide jung and we thought we knew everything. und wir haben beide gedacht, wir wissen alles. He was convinced he could make me Catholic. Er war sich sicher, dass er mich katholisch machen kann. I was convinced I could make him Protestant. Und ich war davon überzeugt, ich werde ihn protestantisch machen. I used to take the things that he would say to me Ich nahm das, was er mir sagte, and I would go to my seminary professors at my school und ging dann damit zu meinen Professoren in meinem Seminar. and I would ask them these questions. Und ich fragte sie diese Fragen. Why do we believe Warum glauben wir, that in Matthew 16, dass in Matthäus 16, Jesus gives the keys to Peter, dass Jesus die Schlüssel Petrus gibt? but that's not about Peter, that's about his faith. Aber es geht ja nicht um Petrus, sondern es geht um den Glauben. But the Catholics believe that he's the first pope. Und die Katholischen glauben, das macht ihn zum ersten Papst. And my teacher, who's very smart, Und mein Professor, der sehr klug war, said, because we're Protestants. weil wir Protestanten sind. And every time I would bring these questions up, I would find that the answers never quite fit. Und jedes Mal, wenn ich mit solchen Fragen zu ihm kam oder zu ihnen kam, erkannte ich, dass die Antworten nie wirklich Sinn machten. And I was learning more and more about the Catholic faith. Und ich lernte mehr und mehr über den katholischen Glauben. But still believing that it was wrong. Aber war immer noch davon überzeugt, dass es falsch war. One day, Devin invited me to meet a friend of his. Eines Abends lud Devin mich ein, einen Freund von ihm zu treffen. We met at a Chinese restaurant, Wir trafen uns beim Chinesen and this man walked in and he sat down in front of me. und der Mann kam und setzte sich vor mir hin. And unlike Devin, he was much taller than I was. Und im Gegensatz zu Devin war er viel größer als ich. Before we eat, he did this, so I knew he was Catholic. Bevor wir gesprochen haben, hat er sich gekreuzigt und ich wusste, er war katholisch. And he said to me, Keith, my daughter goes to your youth group. Keith, sagte er zu mir, meine Tochter ist in deiner Jugendgruppe. Now I started to feel like I was going to be in trouble. Da habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich Probleme. I'm here because I'm corrupting his Catholic daughter with my Protestant church. Er ist wohl hier und ich bin hier, weil ich seine katholische Tochter wohl behindere durch meine protestantische Jugendarbeit. But that's not what he said. Aber das war nicht, was er mir sagte. He said, every Wednesday night she comes home excited about what she's learned. Jeden Mittwochabend kommt sie heim, sagte er, und ist begeistert, was sie über Jesus gelernt hat. So I wanted to say thank you. Also wollte ich mich bedanken. And I want to invite you as a show of my thanks Und deshalb wollte ich dich einladen, als Zeichen meiner Dankbarkeit, to come with me and Devin and some other people mit mir und mit Devin gemeinsam mitzukommen, on an all-expenses-paid trip to Europe. einen Ausflug zu machen mit Freunden von uns und alles ist finanziell schon abgedeckt. We're going to go to Rome, Wir gehen nach Rom and we're going to go to a place called Medjugorje. und wir werden nach einem Ort fliegen, der Medjugorje heißt. I'd never heard of that place before, Von dem Ort hatte ich noch nie gehört. but it was a free trip, so I accepted. Aber weil es eine freie Reise war, nahm ich das Angebot an. When I went on that trip, it didn't take long for me to realize I was in another world. Als ich mich auf die Reise machte, ging es nicht lange, dass ich erkannte, dass ich in einem anderen Planeten war.
This would be like no other trip I'd ever been on. Das war eine Reise, die ich noch nie zuvor gemacht hatte. Me and 30 Catholics. Ich und 30 Katholiken. I learned two very important things about Catholics on that trip. Ich habe zwei wichtige Dinge gelernt über Katholiken auf dieser Reise. Number one, Catholics really do love to party. Katholiken feiern wirklich gern. We had so much fun on this trip. Es war so lustig auf unserer Reise. Number two, Zweitens, this was the first time I'd seen Catholics worshiping Jesus through Mary. das war das erste Mal, dass ich Katholiken sah, die Jesus lobpreisten durch Maria. It was like nothing I'd ever seen before. Es war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. But I still wasn't ready to convert. Aber ich war noch nicht bereit, mich zu bekehren. Ministry was my job. Meine Kirchenjugendarbeit war meine Arbeit. Estelle and I had 3 children. Estelle und ich hatten 3 Kinder. I have no other skills besides what I'm doing. Und ich hatte keine anderen Fähigkeiten. I had all of these young people that looked up to me as their leader. Ich hatte all diese Jugendlichen, die aufschauten zu mir als ihren Leiter. So there was no way I could leave all that behind. Also es gab keine Möglichkeit, dass ich das alles zurücklassen würde. Even though there was something about what I was experiencing that was pulling me in. Obwohl da etwas passierte, etwas, was ich wahrgenommen hatte, das mich näher an sich heranzog. A few months after we returned, Ein paar Monate nachdem wir zurückkamen, we were having a summer camp with our church kids. hatten wir ein Ferienlager mit unseren Kindern von unserer Kirche. And one of the pastors, a friend of mine, Und ein Pastorenfreund von mir was preparing to give communion to the kids at the camp. war bereit, jetzt die Kommunion für die Jugendlichen auszuteilen. And when he was giving the communion, he said, Und als er die Kommunion in seinen Händen hielt, sagte er zu ihnen, Jesus took bread and broke it Jesus nahm das Brot und brach es, and gave it to his disciples and said, gab es seinen Jüngern und sagte, "This bread represents my body given for you." dieses Brot ist so wie mein Körper, den ich euch geben kann. Es stellt es dar. And something like a lightning bolt from heaven hit me. Und ich fühlte mich, als ob mich ein Blitz vom Himmel her traf. And I heard a voice in my mind say, "That's not what I said." Und ich hörte eine Stimme in meinem Geist, die sagte, das ist nicht, was ich sagte. I could barely breathe. Ich konnte kaum atmen. So I went outside and I started to cry. Also ging ich raus und begann zu weinen. I felt like the Lord was calling me in that moment to become Catholic. Ich hatte das Gefühl, als ob der Herr selbst mich nun gerufen hatte, katholisch zu werden. So I walked down the hill and called Devin on my cell phone. Also ging ich den Hügel hinunter und rief Devin an über mein Telefon. And I said, "I think the Lord's calling me to become Catholic." Ich glaube, der Herr ruft mich, dass ich katholisch werde. And then I waited for him Und ich wartete. to say, "Ha ha! Ich wartete auf diese Antwort von ihm. I was right, you're wrong." Ich war richtig, du bist falsch. But he didn't do that. Aber Devin hat das nicht gesagt oder gemacht. He said, "Keith, God's calling you home." Er sagte, Keith, Gott ruft dich nach Hause. I hung up the phone. Ich habe das Telefon aufgelegt. And as I walked back up to where the kids were having their worship service, Und als ich zurückging auf den Hügel, wo die Jugendlichen den Lobpreis hatten, this little voice began to whisper into my ear, diese kleine Stimme begann in mein Ohr zu flüstern. "Keith, are you really going to mess up your whole life? Keith, willst du wirklich dein ganzes Leben jetzt versauen? What about all these kids in here? Was ist los mit all diesen Kindern dann? You're their spiritual leader. Du bist ihr geistiger Führer. If it weren't for you, they wouldn't know Jesus. Wenn es dich nicht geben würde, würden die alle Jesus nicht kennen. What will they all think if you leave them?" Was werden die wohl denken, wenn du sie verlässt?
Then I walked in the room and I saw my wife. Als ich in den Raum kam, sah ich meine Frau. I saw my little daughter. Ich sah meine kleine Tochter. She was singing. Sie war am Singen. Estelle was singing. Meine Frau war am Singen. And this voice said, look at your wife. Are you going to mess up her whole life too? Schau dir deine Frau an, sagte die Stimme in meinem Ohr. Willst du ihr Leben auch versauen? You can't do this. Du kannst das nicht tun. So I didn't. Also habe ich es nicht getan. I was more afraid of obeying God Ich hatte größere Angst, Gott zu gehorchen, because of what it was going to cost me. weil es mich so viel kosten würde, weil ich so viel aufgeben müssen würde. Think back to the man with the treasure and the field, and he's in that moment. Denk zurück an den Mann, der auf dem Feld war und der den Schatz fand. When he's looking at everything that he has to sell, Als er in diesem Moment war und alles anschaute, was er verkaufen musste, in order to buy that field. damit er diesen Acker kaufen konnte, And he's got a lot of things, and he doesn't know if he can do it. sah er, dass er all diese Dinge hatte und er wusste nicht, ob er es tun kann. How many people make that decision Wie viele Menschen entscheiden sich in diesem Moment dafür? because they're afraid to let go? Wie viele entscheiden sich dagegen, weil sie Angst haben, es zu verlieren, alles zu verlieren? Maybe you're afraid to let go of something. Vielleicht hast du auch Angst, etwas zu verlieren. Maybe there's something in your life right now Vielleicht gibt es auch in deinem Leben jetzt etwas, that you're hanging on to and you're not getting the treasure. an dem du dich festhältst, das du nicht loslassen kannst und dich nicht für den Schatz entscheidest. So I walked away. Also habe ich mich weggekehrt. And my life went pretty badly for a while. Und mein Leben war ziemlich schrecklich eine Zeit lang. My youth ministry started to dive. Meine Jugendarbeit wurde schlechter. My marriage started to get in trouble. Meine Ehe wurde schlechter. I started to fall apart. Und ich fühlte mich, als ob alles außer Rand und Band war. And I wound up walking away from ministry altogether. Und da habe ich mich auch von der Kirchenarbeit entfernt. See, I had fallen into this belief Ich begann zu glauben, that God only loved me because of what I could do for him. dass Gott mich nur deshalb liebte, für all die Dinge, die ich für ihn tun konnte. And when things weren't working out, I just figured he was done with me. Und als alles plötzlich sich gegen mich zu wenden schien, dachte ich, dass es jetzt unsere Beziehung auch verändert, Gottes Beziehung zu mir. So I needed some time away from ministry. Also brauchte ich nun die Zeit weg von der Kirchenarbeit. So I took a few different jobs. Also habe ich verschiedene Jobs begonnen. One of these jobs Einer dieser Jobs was I was the assistant to the groundskeeper at the Catholic Cathedral in the town where Devin lives. Einer dieser Jobs war, dass ich der Assistent des Hausmeisters für eine katholische Kathedrale war, in die Devin ging. I thought maybe one day I'll be the head groundskeeper. Vielleicht werde ich ja mal der richtige Hausmeister. I wasn't that ambitious, I'm kidding. Aber ich war nicht so motiviert. And I would travel to the cathedral early in the morning to work. Und früh am Morgen bin ich dann angereist zu der Kathedrale. And there was a little side chapel with the Blessed Sacrament. Da gab es eine kleine Nebenkapelle mit dem eucharistischen Herrn, And there was perpetual Eucharistic adoration. wo sie ewige Anbetung hatten. And I would go into this little chapel often and pray. Und ich ging oft in diese Kapelle und habe gebetet. Something was drawing me to it. Irgendetwas hat mich angezogen. But I still continued to try to put my life back together. Obwohl ich immer noch versucht habe, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. And eventually I worked my way back into ministry again. Und schlussendlich fand ich auch wieder meinen Weg zurück in die Jugendarbeit. Years had gone by since I had seriously considered Catholicism.
Und es sind inzwischen Jahre vergangen, dass ich mich bewusst für den katholischen Glauben entschieden hatte. And eventually I found myself offered a job in a large Methodist church. Und schlussendlich hat man mir einen Job angeboten in einer riesengroßen methodistischen Kirche. It would be a lot of responsibility, Ein Job mit großer Verantwortung. but I felt like I was ready for it. Und ich hatte das Gefühl, ich bin bereit. So I dove into preaching as much as I could. Also habe ich begonnen, so viel wie möglich zu I wanted to teach people the Bible. predigen. Und ich wollte den Menschen die Bibel näher bringen. And I loved it. Und ich liebte es. The church that I served was a good church. Die Kirche, in der ich arbeitete, war eine sehr gute Kirche. But our denomination was in some trouble. Aber unsere Leitung war etwas unsicher. Lots of Protestant denominations are splitting apart right now. Ganz viele protestantischen Kirchen teilen sich und lösen sich auf. Because of issues in the culture that are coming into the church. Aufgrund verschiedener kulturellen Veränderungen und Einflüssen. And some of the debate was so troubling to me that I wondered how I would survive. Und manchmal waren die Diskussionen und die Unterschiede so stark, dass ich nicht wusste, ob ich dabei bleiben kann. I had many arguments and conversations with people within our denomination. Ich hatte ganz viele Diskussionen mit verschiedensten Menschen in unserer Kirche. Because I wanted us to teach the Bible and believe the Bible. Weil ich wollte, dass wir die Bibel mehr lehren und dass wir mehr aus der Bibel schöpfen. But those in our church that were more concerned with what was going on in the culture didn't seem to care. Aber die Teile in unserer Kirche, die mehr mit dem Kulturellen beschäftigt waren und dem Sozialen, denen war das egal. So I would say, but the Bible says this. Ich würde sagen, aber die Bibel sagt das. And they would say, that's just your interpretation. Und sie sagten daraufhin, das ist nur deine eigene Interpretation. So I began to realize I couldn't just argue from the Bible alone. Da verstand ich, dass ich nicht nur aus der Bibel allein argumentieren konnte. So I began to think about, well, what has the church always taught? Da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, was hatten die Kirche darüber gedacht? And they would say, which church? Und sie sagten, welche Kirche? And I would say, the Christian church. Die christliche Kirche, sagte ich daraufhin. Anything but to say the Catholic church. Hauptsache etwas anderes als die katholische Kirche. And they would say, well, the Christian church has been wrong before. Und die sagten dann so Sachen wie, die christliche Kirche war früher auch schon mal falsch. So we think that we have to change it to make it better. Deshalb glauben wir, dass wir es ändern müssen, um es besser zu machen. And what I began to realize Und was ich in diesem Moment verstehen lernte, was that a lot of those arguments that I'd had years ago with Devin dass ganz viele dieser Diskussionen, die ich vor Jahren mit Devin hatte, about the authority of the church and the Bible über die Autorität der Kirche und die Bibel, were starting to come into my real life. all diese Argumente kamen nun in mein richtiges Leben. Right around this same time, Ungefähr zur selben Zeit, the man who took me to Medjugorje all those years ago, dieser Mann, der mich damals nach Medjugorje mitbrachte vor vielen Jahren, his name is Greg. sein Name ist Greg, He called me and said, we want to take you and Estelle to see a movie. rief mich an und sagte, wir möchten dich und Estelle ins Kino mitnehmen. It was called Apparition Hill. Sorry, was called? Apparition Hill. Es war genannt, der Film hieß Erscheinungsberg. It's about Medjugorje. Es geht um Medjugorje. I hadn't thought about Medjugorje in 10 years. Ich hatte in den letzten 10 Jahren nicht mehr über Medjugorje nachgedacht. But when we saw that film, Aber als wir den Film sahen, I felt like I was right there again. fühlte ich mich so, als ob ich wieder dort war. After we saw the movie, we had lunch. Nach dem Film hatten wir Mittagessen
And I began to tell Greg about the struggles I was having in my church. Und beim Mittagessen erzählte ich Greg, was ich für Komplikationen und für Probleme bei der Arbeit hatte in meiner Kirche. And he asked me if I would be willing to go meet with a Catholic priest. Da fragte er mich, ob ich bereit wäre, mich mit einem katholischen Priester treffen zu wollen. And I thought, sure, why not? Da habe ich mir gedacht, jetzt ist auch schon alles egal, klar. So he talked to someone he knew and gave me the phone number of a priest. Also sprach er mit jemandem, den er kannte, der mir dann die Telefonnummer eines Priesters gab. And I called him and we agreed to meet after the noon mass on a Tuesday. Und wir haben uns dann geeinigt, dass wir uns treffen nach der Mittagsmesse an einem Dienstag. And I thought, you go to church on Tuesday? Und er hat sich gedacht, was, ihr geht am Dienstag auch in die Kirche? So I went down. Also ging ich dahin. And many converts, by the way, Und viele Protestanten übrigens have these moments in Mass where God just blasts them with something. haben diese besonderen Momente während der Messe, wo sie berührt werden. I had one of those moments. Ich hatte auch einen dieser Momente. But it wasn't when you would think. Aber es war nicht da, wo ihr vielleicht denkt. It wasn't at the Eucharist. Es war nicht, als die Eucharistie da war. It wasn't at the prayers. Es war auch nicht zum Moment des Gebetes. It was the processional. Es war der Einzug, ganz am Anfang. Because as the priest and the deacon came walking down the aisle, Denn in dem Moment, als der Priester und der Diakon den Mittelgang entlang gingen, he held the Bible, the big red book. hielt er die große rote Bibel hoch. And as he was doing this, Und als er die Bibel zeigte, something hit me. da traf es mich. It was as if he was saying, "This is our book. Es war, als ob er sagte, das ist unser Buch. This is important here. Das ist wichtig hier. This matters." And as a guy who was devoted to the Bible, that's what I wanted. Und als ich eben das sah, genau das wollte ich, weil ich mich eben für die Bibel entschieden hatte. Because I was living every day what happens when everyone just has their Bible alone. Weil ich wollte das erleben, was hier passierte, diese Gemeinschaft mit der Bibel, wenn doch sonst jeder sich nur für die Bibel individuell entschied. And it was becoming a disaster. Und es wurde zur Katastrophe. Now, it had been doing that for 500 years. But I was seeing it in my real life. Und dieser Kampf über die Bibel und diese Diskussionen über die Bibel passierte schon über 500 Jahre und ich erlebte es aber jetzt genau in meinem Leben. So after Mass, we went to lunch. Also gingen wir nach der Messe zum Essen And I explained my situation to our priest. und ich erklärte meine Situation dem Priester. And he seemed to be in a very big hurry. Und es schien so, als ob er es eilig hatte. So he said, "Well, what's your problem? Why can't you become Catholic?" Und er sagte zu mir, was ist denn eigentlich dein Problem? Warum wirst du denn nicht katholisch? And I said, "I just need more time to pray." Ich sagte zu ihm, ich brauche mehr Zeit darüber zu beten. He said, "No, you don't. Und er sagte, nein, die brauchst du nicht. You need to make a decision." Du musst dich entscheiden. Back to our man with the treasure and his stuff. Zurück zu dem Mann mit dem Schatz und all seinen Dingen. You can only stand there for so long looking at your stuff and looking at the field. Du kannst nur so lange dastehen und deine Sachen anschauen, die dir gehören und das Feld auf der anderen Seite sehen, den Acker. There comes a point when you have to decide what you're going to do. Es kommt zu dem Punkt, da musst du dich entscheiden, was du tust. You can't stand there forever. Du kannst nicht ewig da rumstehen. I'd never been called out like that by a priest before, Es hat mich noch nie ein Priester so in den Senkel gestellt. but it's exactly what I needed to hear. Aber das war genau das, was ich hören musste. So I went home and I began to watch videos on YouTube. Also ging ich heim und habe angefangen, Videos auf YouTube anzuschauen. I began to pray like crazy. Und ich habe begonnen, ganz intensiv zu beten. I began to open my heart to the Lord. Ich habe begonnen, mein Herz für den Herrn zu öffnen.
I began to seriously think about what it would mean for me to become Catholic. Und ich habe mich ernsthaft damit auseinandergesetzt, was würde es für mich bedeuten, katholisch zu werden. I shared this with my senior pastor at my church, Ich habe das dann auch meinem vorgesetzten Pastor erzählt. and he thought I was crazy. Und er hat sich gedacht, jetzt ist er verrückt. He says, "What are you talking about, Keith?" Von was redest denn du, Keith? So he thought he knew how to solve this. Also hat er sich gedacht, er weiß genau, wie er mich heilen kann. He said, "Keith, I want you to preach a sermon series on the history and nature of the Christian church." Ich möchte, dass du jetzt über die Geschichte der Kirche eine Predigtreihe vorbereitest. I said, "Are you sure about that?" Bist du dir wirklich sicher, dass ich das tun soll? And he said, "Well, if what you're saying is true, Wenn es wirklich wahr ist, was du sagst, then shouldn't you tell our people?" dann solltest du das doch auch unseren Leuten sagen. I said, "Okay." Na gut. So I began to preach some pretty Catholic sounding sermons to these Methodists. Also habe ich begonnen, so richtig katholische Predigten für diese Methodisten zu predigen. I talked about how Peter was the one to whom Jesus gave the keys. Ich habe darüber gepredigt, wie Petrus derjenige war, der die Schlüssel von Jesus bekommen hat. I talked about how when one apostle died, another would take his place. Ich habe darüber gesprochen, dass wenn ein Apostel starb, dass ein anderer Apostel seinen Platz einnahm. I talked about how God started a church. Ich habe darüber gesprochen, wie Gott die Kirche begonnen hatte. None of these people had any idea this was Catholic, by the way. Und keiner dieser Leute hatte irgendeine Ahnung, dass ich vom Katholischen sprach. I was just teaching them the Bible. Ich habe ihnen nur die Bibel näher gebracht. So that's the thing that we have to remember, my friends. Daran müsst ihr euch erinnern. The Bible is a Catholic book. Die Bibel ist ein katholisches Buch. Too many times, Catholics think that they can't talk about the Bible. Zu oft denken Katholiken, sie können nicht über die Bibel sprechen. They think every Protestant knows the Bible way better than they do. Wir glauben immer, dass die Protestanten die Bibel viel besser kennen als wir selber. So they're afraid to have those conversations. Deshalb haben wir oft Angst, mit den Protestanten über die Bibel zu sprechen. You should never be afraid to have that conversation, my friends, Aber meine Freunde, ihr solltet nie Angst haben, ins Gespräch zu kommen, because the Catholic Church is in the Bible. weil die katholische Kirche in der Bibel ist. Advent was approaching that year, In dem Jahr waren wir nahe der Adventzeit and I was preaching a sermon series about when people found out Jesus was coming. und da habe ich angefangen, Predigten zu schreiben über den Zeitpunkt, wo Menschen Jesus begegnet sind. Week number 1 was about Zechariah, In der ersten Woche habe ich über Zacharias gesprochen. and I talked about when the angel Gabriel came to him Ich habe darüber gesprochen, als der Engel Gabriel zu ihm kam and told him that his wife Elizabeth would conceive. und ihm erzählt hat oder ihm erklärt hat, dass Elisabeth ein Kind empfangen wird. She's the mother of John the Baptist. Sie ist die Mutter von Johannes dem Täufer. And Zechariah didn't believe Gabriel. Aber Zacharias hat dem Engel Gabriel nicht geglaubt. And Gabriel was so angry. Und Gabriel war richtig wütend. He said, "I am the angel Gabriel. Ich bin der Engel Gabriel. I stand at the right hand of God Almighty. Ich bin zu Rechten Gott des Allmächtigen. And because you haven't believed me, Und weil du mir nicht glaubst, you will no longer speak." wirst du nicht mehr sprechen können. It was a pretty powerful experience, huh? Das war eine sehr beeindruckende Begegnung, richtig? The next week, Die Woche darauf, I was going to preach about the Annunciation. die Woche darauf würde ich dann über die Empfängnis der Mutter Gottes sprechen. We just called it Luke 1. Wir nennen es nur Luke Kapitel 1. And as I began to prepare that sermon in my office that week, Und als ich mich in der Woche in meinem Büro darauf vorbereitete, something strange began to happen to me. da passierte was ganz Seltsames mit mir. Every time I would read or think about the Virgin Mary, Jedes Mal, als ich über die Mutter Gottes las oder über sie nachdachte, I became overwhelmed with emotion. wurde ich überwältigt von Emotionen. And I would just start to cry in my office. Und ich begann zu weinen in meinem Büro.
And I don't do that. Und das tue ich normalerweise nicht. I didn't understand what was going on. Ich wusste gar nicht, was los war. I felt this presence with me there. Ich fühlte diese Gegenwart bei mir, diese Anwesenheit. That week, I preached this sermon Als ich in dieser Woche dann meine Predigt präsentierte, about how the Blessed Virgin Mary wie die Mutter Gottes is the new Eve, die neue Eva ist, the new Ark of the Covenant, die neue Bundeslade, the woman of Genesis 3:15, die Frau aus Genesis 3,15, the woman of Revelation 12, die Frau in Offenbarung 12, how she's the mother of the church. wie sie die Mutter der Kirche ist. Now, you would have thought that these people would be freaked out. Ihr würdet euch vielleicht denken, dass all diese Menschen dann etwas beunruhigt waren. What is Keith doing preaching Catholicism to us? Was tut denn der Keith da, uns den katholischen Glauben näher zu bringen? But I just told him I was preaching the Bible. Aber ich habe ihnen gesagt, ich erzähle euch nur aus der Bibel. And that day, people in the church began to weep. Und an diesem Tag, bei dieser Predigt, haben Menschen im Auditorium angefangen zu weinen. All week long, people came into my office. Where did you get that? Die ganze Woche darauf kamen Menschen zu mir ins Büro und haben mich gefragt, woher kam das? I said, it's just in the Bible. Es steht in der Bibel. I found some quotes from the church fathers. Ich fand auch ein paar Aussagen der Kirchenväter. It was amazing. Es hat mich beeindruckt. And I was feeling drawn more and more and more. Und ich fühlte mich mehr und mehr hingezogen. And what I was experiencing was that I was less afraid of obeying God. Und in diesem Zuge erfuhr ich, dass ich immer weniger Angst hatte, Gott zu gehorchen. Because I was learning that everything that I had Weil ich erkannte, dass alles, was ich besaß, was nothing compared to the treasure. nichts im Vergleich zu dem Schatz war. But I still had a lot of fear. Obwohl ich noch viel Angst hatte. At the same time all this was happening, Zur gleichen Zeit, als all dies passierte, my mother was diagnosed with pancreatic cancer. bekam meine Mutter Diagnose, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. And our family was devastated. Unsere Familie war entsetzt. I would make trips on the weekends to see my parents, Am Wochenende ging ich immer zu meinen Eltern and I would go for walks with my dad. und ich ging spazieren mit meinem Vater. And I would share with him what I was feeling about the Catholic Church. Und ich habe mich mitgeteilt und ihm erzählt, wie ich mich über die katholische Kirche fühle. And I think he thought that was just something I was doing because of my grief. Und er hat sich gedacht, das hängt jetzt nur mit meiner Trauerarbeit zusammen. I remember him saying to me, Keith, you can't just become Catholic. Ich erinnere mich, er sagte zu mir, Keith, du kannst nicht einfach katholisch werden. How will you take care of your family? Wie willst du dann für deine Familie sorgen? What will you do? Was willst du dann arbeiten und tun? There has to be a way. There has to be a what? A way. Da muss es einen Weg geben. Sorry. Sorry. But I kept thinking about how Jesus called us to follow him, Und ich habe nur darüber nachgedacht, wie Jesus uns berufen hat, ihm zu folgen. to walk by faith and not by sight. Dass wir im Glauben wandeln sollen und nicht in dem, was wir sehen. You see, here's the thing, my friends. If you're going to follow Jesus, you're not always going to understand how it's going to work out. Weil, wenn ihr wirklich Jesus folgen wollt, dann werdet ihr nicht immer verstehen, warum und wie. He never promises you that it will be easy. Er hat nie versprochen, dass es einfach wird. He promises the opposite, in fact. Eigentlich sagt er, dass es sicher das Gegenteil sein wird. So why do we insist on understanding everything? Warum wollen wir dann ständig behaupten, dass wir alles verstehen? This is what I was going through. Das alles passierte in mir und in meinen Gedanken. One morning I woke up Eines Morgens erwachte ich and I had dinner scheduled with my friend Greg that evening. und an diesem Abend hatte ich Abendessenspläne mit meinem Freund Greg. And as I was praying that morning, Und als ich an diesem Morgen gebetet hatte,
the Lord spoke to me, sagte der Herr zu mir, and he said, Keith, you need to talk to Steve Ray. Keith, sagte Jesus zu mir, du musst mit Steve Ray sprechen. Now, Steve Ray is a convert to Catholicism. Steve Ray ist ein konvertierter Katholik. He was a Baptist. Er war früher in der baptistischen Kirche. Do you guys have Baptists out here? I don't think so. Okay, they're crazy, all right? Das sind die ganz Verrückten. And he became a Catholic, and now he's a maniac for the Catholic Church. Und er wurde katholisch und jetzt ist er richtig verrückt in der katholischen Kirche. I had seen his videos on YouTube, Ich habe seine Videos gesehen on YouTube, but I didn't know him. I didn't know how to talk to him. aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mit ihm sprechen sollte. He was just one of many videos I had seen. Er war halt einer der vielen Videos, die ich früher sah. So I thought that was interesting. Also habe ich mir gedacht, das ist interessant. Later that day, Später am selben Tag, when I got to where the restaurant was to meet Greg, weil als ich ins Restaurant kam von Greg, as he walked in, als er zu mir kam, his phone went off, klingelte sein Telefon. and he had a text from his wife Es war eine Nachricht von seiner Frau. that said, "Tell Keith Steve Ray is in town tonight. Sag Keith, dass Steve Ray heute in der Stadt ist. He's giving a talk and you guys need to go." Er hat einen Vortrag und ihr sollt hingehen. And I was like, "We have to go." Und ich sagte zu ihm, ja, wir müssen gehen. So we ate as fast as we could and drove an hour to get there. Also haben wir so schnell wie möglich gegessen und sind die Stunde hingefahren zum Vortrag. I called Devin on the phone Ich habe Devin am Telefon angerufen. and I said, "You need to meet us over here at this church." Du musst uns auch treffen kommen bei der Kirche. And he said, "Okay, I'll be there." Also gut, ich komme. So we went to Our Lady of Guadalupe. Also gingen wir zu der Kirche der Frau von Guadalupe They were having mass. und sie hatten gerade Heilige Messe. And I walked up to the front during the Eucharist, Und ich ging in den Kommuniongang and I got my blessing, und ich kreuzte meine Arme und bekam den Segen. and I stood to the right and I knelt down and I looked up at the crucifix. Und dann daneben kniete ich mich hin und schaute zum Kreuz hoch. And I prayed the prayer. Und ich habe ein Gebet gesprochen. I said, "Jesus, if you want me to become Catholic, Ich sagte, Jesus, wenn du willst, dass ich katholisch werde, I will, dann werde ich es. but you've got to make a way." Aber du musst mir den Weg bereiten. And the voice of the Lord came to my mind. Und die Stimme des Herrn kam zu mir. From the cross, he said to me, Und vom Kreuz her sagte er zu mir, "I am the way, ich bin der Weg, the truth, die Wahrheit, and the life. das Leben. You don't need me to make a way, you just need me." Du brauchst mich nicht einen Weg zu machen, du brauchst nur mich. See, that's really what it's all about, isn't it? Das ist es doch, was es wirklich ist, oder? Was wir brauchen. The treasure really is about Jesus Der Schatz ist wirklich über Jesus, in his fullness. in seiner Vollkommenheit. And there's nothing else on this earth that can compare. Und es gibt nichts auf diesem Planeten, auf dieser Erde, das vergleichbar wäre. So whatever we have to sell, Was auch immer wir verkaufen müssen, whatever we have to sacrifice was auch immer wir opfern müssen, to get Jesus is worth it. um Jesus seine Anerkennung zu geben. That night, Steve gave an amazing talk. An diesem Abend hatte Steve einen genialen Vortrag. And on the way home, I said to Greg, "That's it, I'm doing it." Und auf dem Heimweg sagte ich zu Greg, das ist es, jetzt werde ich es tun. I went home and I told Estelle, Ich ging heim und erzählte es Estelle. and she said, "Keith, Und sie sagte zu mir, Keith, I'm so proud of you. ich bin so stolz auf dich. I don't know that I want to become Catholic, Ich weiß nicht, ob ich katholisch werden will, but I can see that you want to follow God. aber ich erkenne, du willst Gott folgen. So whatever he calls you to do, I'm with you." Was auch immer er dich ruft zu tun, ich bin an deiner Seite. The next day I went in and I told my pastor I was quitting. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Pastor, dass ich jetzt meinen Job aufgeben werde. He tried to talk me out of it, Er hat mich versucht zu überzeugen,
but he knew there was no way. Aber er erkannte, er konnte nichts mehr tun. My last Sunday at that church Am letzten Sonntag in der Kirche was the Sunday that we put shovels in the ground because we were building a new building. war der Spatenstich, dass wir eine neue Kirchengebäude bauen wollten. $10 million Ein 10 Millionen Projekt, to build a huge church. um eine riesengroße Kirche zu bauen. I'd helped design that church. Ich hatte mitgeholfen, die Kirche zu planen. And I didn't even care. Und es war mir vollkommen egal. I went from the newest church in town Ich ging von der neuesten Kirche der Stadt to the oldest church in town. zu der ältesten Kirche der Stadt. And after I went through a period of learning with my priest to prepare me, Und nach einer Zeit der Vorbereitung mit meinem Priester I asked him, when can I become Catholic? fragte ich ihn, wann kann ich denn endlich katholisch werden? I'm kind of serious about this. Es ist mir wirklich ernst. I quit my job. Ich habe aufgehört mit meiner Arbeit. I have no money. Ich habe kein Geld. Lots of my friends think I'm crazy. Viele meiner Freunde denken, ich bin verrückt. So let's get on with this. Also lass uns vorwärts machen. He said, pick a day. Er sagte zu mir, such dir ein Datum aus. So we picked October 8th, 2017. Also haben wir uns für den 8. Oktober 2017 entschieden. The day came and I received my first Eucharist. Als der Tag kam und ich das erste Mal kommunizierte I made my confirmation und ich gefirmt wurde and I went back to my seat und ich mich zurück in meine Bank setzte and then it was time to share the peace of Christ. und wir zu dem Punkt kamen, um den Frieden zu teilen, And I felt a tap on my shoulder fühlte ich jemanden, der mir auf die Schulter klopfte and standing behind me und hinter mir stand was Steve Ray. Steve Ray. He was in town that day. Er war genau an diesem Tag in der Stadt. I didn't know he was going to be at that mass. Ich wusste nicht, dass er da sein würde. I didn't know he was standing right behind me. Und ich wusste auch nicht, dass er hinter mir stand. And he said to me, welcome home, brother. Und er sagte zu mir, herzlich willkommen zu Hause, Bruder. You'll never look back. Du wirst es nie bereuen. And I haven't. Und ich habe es nie bereut. And I'm here to tell you, my friends, Und ich möchte euch sagen, Freunde, the treasure that is the kingdom of God der Schatz, der das Königreich Gottes ist a beautiful treasure that never ends. ein wunderschöner Schatz, der nie aufhört. And it belongs to each of you. Und er gehört gehört jedem Einzelnen von euch. Do you recognize it? Ist euch das bewusst? Are you thankful for it? Seid ihr dankbar dafür? Have you told others about it? Habt ihr anderen auch schon davon erzählt? There's a whole world of people out there Es gibt eine ganze Welt von verschiedenen Menschen draußen, that believe just like I did about Catholics. die alle dasselbe denken über die Katholiken wie ich damals. Who's going to tell them, Wer wird ihnen sagen, like Devin told me, wie Devin es mir damals gesagt hat? you need to do that? Ihr müsst das tun. You possess the greatest treasure in the universe, my friends. Ihr besitzt den größten Schatz des Universums. But it's not just for you. Aber er ist nicht nur für euch allein. It's for them too. Es ist für die da draußen auch. Are you going to tell them? Werdet ihr es ihnen sagen? They might get mad at you. Vielleicht werden sie wütend auf euch werden. They might think you're crazy. Vielleicht werden sie auch denken, dass ihr verrückt seid. They also might listen. Aber sie werden vielleicht zuhören. I'm so glad that I did. Ich bin froh, dass ich zugehört hatte. Thank you, my friends. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Kies, für dieses beeindruckende Zeugnis, auch für unseren katholischen Glauben. Es ist schon ziemlich spät, also ganz, ganz wichtig, morgen ist wieder der zweite Teil am Abend. Also wäre cool, wenn morgen wieder einige kommen, da gibt es wieder ein Interview mit ihm, wo wir auch irgendwie lernen, wie können wir auch viel tiefer in den Glauben auch einsteigen und einfach den Glauben besser kennenlernen. Wir würden jetzt rausgehen auf den Kirchplatz, es gibt noch Getränke und
vielleicht ein paar Snacks. Und wer Kies kennenlernen will und Estelle, also sie sind auch noch hier und gerne einfach hingehen zu ihnen und mit ihnen sprechen. Danke.